Nicht mehr unterwegs. Zurück in Deutschland. Nach 5 Jahren Weltreise. Wir sind aus einem Traum erwacht. Einem, der uns schon begleitete, lang bevor wir losgezogen sind. Einer, der uns einst das Leben zwischen Arbeit und Alltagsstress versüßte. Der wie ein Lichtstrahl in unseren 9-to-5-Käfig fiel, aus dem wir kaum erwarten konnten, auszubrechen. Ein Traum, der im Sommer 2018 plötzlich Wirklichkeit wurde. Seitdem waren wir in 21 Ländern, auf 4 Kontinenten. Wir umrundeten Australien im Geländewagen, durchquerten Nordamerika mit Zelt, gurkten in Öffis durch Afrika und backpackten durch Asien. Wir blicken zurück auf die beste Zeit unseres Lebens und fragen uns wie Eltern beim Auszug ihres Kindes: Haben wir alles richtig gemacht? Haben wir die Zeit voll ausgekostet, sie genügend wertgeschätzt, das Beste aus ihr rausgeholt? Jetzt ist alles vorbei. Die Geschichte ist geschrieben, die Tinte getrocknet und nichts wird daran etwas ändern können. Auch nicht unsere Zweifel. Wir stehen nun erneut vor leeren Seiten, fangen bei Null an. In einem Land, das erneut unsere Heimat werden soll, derzeit aber eher wie ein weiterer Zwischenstopp wirkt. Nichts ist für ewig. Jeder einzelne Moment birgt die Möglichkeit für einen Neuanfang. Daran haben uns die vergangenen 5 Jahre verdammt oft erinnert. Bis vor kurzem schliefen wir noch in ranzigen Hostels und klapprigen Zelten. Jetzt haben wir eine Wohnung im Herzen Berlins. Bis vor kurzem wachten wir noch jeden Morgen auf, ohne zu wissen, wo wir abends landen. Jetzt leiten uns Verpflichtungen und Termine durch die Tage. Bis vor kurzem, da waren wir noch verloren in der Freiheit. Und jetzt? Wenn es stimmt und wir nichts anderes sind als die Summe unserer Erinnerungen, wer werden wir dann sein? Irgendwie habe ich auch Angst vor Deutschland und ich freue mich aber auch. Ich habe richtige Gefühlsschwankungen. Über Land von Indien nach Deutschland, entlang der Seidenstraße von Asien nach Europa. Das letzte große Abenteuer in 5 Jahren Weltreise. In Goa gestartet ging es über Mumbai nach Rajasthan, dem größten Bundesstaat des Landes. Und nun begeben wir uns allmählich Richtung Norden. I already booked an Uber. Okay, thank you so much. Pushkar? Pushkar, yeah. I small price, 500 rupees. I the cab. Brother, I can book for 280 on Uber. Why should I pay 500? No coming? I 500 rupees I drop you. Okay. Sag einfach nein, sag einfach nein. Pushkar? Ja, es geht nicht. Not coming? I 500 rupees. I just would have 500. 500 is too much? Okay, you the first Ola Uber. After my price 500. I the taxi. But that's too much. We have Ja, to es find geht halt someone nicht. else. You the try. Wir haben Not nur coming? 500. Was? Es geht nicht und wir haben nur 500.
Haben wir nicht 100 in klein? Wir haben 300. Für 300 wird es keiner machen. Denkst du nicht? Wenn du jemanden findest, dann viel Spaß. Ja, okay. What's the best price? Best price 500. Best the government price 700. No, not The 500. Where is hotel? Booking. Hostel Everest. It's in the lake. You the Everest? Man, you. Hostel Everest. Hotel Everest. I drop you. No You know problem. this? I drop. You know this place? Yeah, Hostel Everest. I the gift. Okay. Yeah. YouTube channel? Okay. So Früher dachten wir, eine Weltreise gleiche einer wahrgewordenen Utopie, einem Leben ohne Mangel. Doch jeder Traum fordert Opfer. Und um überhaupt losreisen zu können, mussten wir uns als allererstes von einem gewissen Luxus verabschieden. Wir setzten kapitalistische Prinzipien auf Standby. Keine Restaurantbesuche, keine Anschaffungen, keine kostspieligen Ausflüge. Unsere Prämisse: kauf nur das, was nötig und spar so viel wie möglich. Zwar flogen wir fast 2 Jahre als einsame Satelliten durch die Stratosphäre, und doch war es ein Verzicht, der uns letztlich leicht fiel. Schwieriger wurde es erst unterwegs. Ohne Zuhause, ohne Familie, ohne Freunde, ohne Stabilität, ohne Sicherheit. Die Freiheit, nach der wir so lange strebten, forderte einen ziemlich hohen Preis. Doch selbst daran konnten wir uns gewöhnen. Jetzt, auf unserem Rückweg Richtung Heimat, üben wir uns erneut den Verzicht. Diesmal tragen wir Zeit und Komfort zu Grabe, versuchen wir doch, ohne in ein Flugzeug zu steigen, zurück in die Bundesrepublik zu gelangen. Kein Land der Welt hätte uns besser darauf vorbereiten können als Indien. wir sind mittlerweile in Pushkar, einem Pilgerort in Rajasthan im Nordwesten Indiens. Der See hinter uns gilt vielen Hindus als heilig und viele betrachten ihn auch als eine Art Gottheit. Dementsprechend ist es ein sehr spiritueller und religiöser Ort. Da wir nicht sonderlich religiös sind und auch nicht sonderlich spirituell, spüren wir hier jetzt keine besonderen Energien oder so. Ist es für mich ehrlich gesagt wie jeder andere Ort, außer dass hier in der Stadt kein Fleisch erhältlich ist und kein Alkohol. Aber es zeigt halt, wie heilig der Ort den Hindus ist. Ja, rund um den See hier darf man zum Beispiel auch keine Schuhe tragen. Genau. Ja, du verzichtest ja auch seit einiger Zeit auf etwas. Wie fühlt es sich für dich an? Also seit Anfang Januar, seit unserem Vipassana-Kurs im Norden Thailands, habe ich nicht mehr geraucht. Und ja, vermisse es jetzt auch nicht sonderlich. Manchmal hat man schon Bock, aber ist, glaube ich, normal. In Australien habe ich auch mal für einen längeren, wie lange war das längste? 5 Monate oder Ja, so? 5, 6 Monate, ein halbes Jahr habe ich auch nicht geraucht und habe ich trotzdem wieder angefangen. Von daher bin ich jetzt noch nicht zu euphorisch. Man wird sehen, was die Zeit bringt, vor allem auch wenn man in Deutschland zurück sein wird. Ja, jetzt seitdem wir in Indien sind, essen wir auch kaum Fleisch. Wir haben schon öfter auf Reisen versucht, unseren Fleischkonsum zu reduzieren. Das hat nicht so gut funktioniert meistens. Mal weniger, mal besser. Ja, mal besser, mal weniger gut. Aber für Indien fällt es einem echt relativ leicht, weil die Inder selbst sich zu einem Großteil vegetarisch ernähren. Ja, so sieht's Obwohl aus. ich heute ein Video gesehen habe, wo Fleisch zubereitet wurde und ich richtig Lust auf Fleisch bekommen habe. Ja, das kannst du auch. Ehrlich gesagt, Den fetten Braten. das ist übelst peinlich, aber das ist auch die Wahrheit irgendwie. Ja, aber es ist ja besser, wenn man darauf verzichtet und das weiß ich auch und im Moment tun wir es ja auch.
This is Brahma place. Shiva place is Kashi, Varanasi. Vishnu place is Gaya. Pushkar is holy lake and one temple world for Brahma. Every man come Pushkar, holy lake, bathing after ceremony to holy lake. This water is big, strong. This is water is power. Some people know body is good, then bathing, then every for finish. This is healing power. Pushkar gilt als eine der ältesten Städte Indiens und zählt zu den heiligsten Orten für Hindus weltweit. Während eines Kampfes mit einem Dämonen soll Brahma, Gott der Schöpfung, eine Lotusblume verloren haben. Dort, wo sie zu Boden fiel, entstand der Pushkar-See. Kein Wunder also, dass er heute das absolute Herzstück des Ortes bildet. Eine malerische Kulisse, trotz oder gerade wegen der Millionen Pilger und all der westlichen Touristen, die sich vom 22.000 Einwohnerstädtchen ein authentisches Reiseerlebnis versprechen. In Pushkar gönnten wir uns eine Verschnaufpause. Bitter nötig, denn von Deutschland trennten uns noch immer mehr als 7.000 Kilometer. Ajmer, yeah. This one, thank you, sir. Wait, this one. This one is, no. I'll take this one. Ich kann den Heavy nehmen. Thank you, sir. Hallo? Busfahren immer echt unkompliziert. Man steigt ein, man kommt an, man steigt ein und fährt los. Man muss nie lange warten. Außer mit Gepäck. Ohne Gepäck wäre so viel chilliger.
Wo geht's? Jaipur. Gehen wir überhaupt richtig? Ja, ja, normal. Wie viel war ich her? 100. Wir sind jetzt in Jaipur, im Osten Rajasthans, 250 Kilometer von Delhi entfernt, der Hauptstadt Indiens. Unser letzter Stop in Rajasthan. Ja, hat Bock gemacht, war geil, aber ist auch cool, dass es jetzt ab übermorgen auch wieder langsamer ein bisschen wird alles. Genau. Ein bisschen Struktur im Alltag. Genau. Morgen machen wir noch hier so einen kleinen Sightseeing-Tag und um 22 Uhr morgen kommt dann unser Bus Richtung Norden über Nacht. 13 Stunden. Ja. Ersteindruck von Jaipur, es ist nicht so prickelnd. Nee. Es ist halt wirklich so eine richtig große Stadt. Ja. Und anders als Mumbai irgendwie nicht so angenehme Vibes. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir einfach ein bisschen müde sind und ein bisschen gereizter auf Sachen reagieren. Natürlich fällt einem auf, wenn Männer stark gucken, aber hier war es jetzt das erste Mal, dass wir aus dem Bus gestiegen sind und zur Unterkunft gelaufen sind und es war extrem unangenehm für mich, ehrlich gesagt. Deswegen irgendwie sind wir hier angekommen, irgendwie haben wir es nicht gleich so gefeiert, ist aber auch nicht so schlimm. Morgen geht es ja weiter. Ein Tag hier, ja. Ja, ansonsten das Hostel, in dem wir gerade sind. Es gibt ja einen der erfolgreichsten YouTuber, Mr. Beast. Ja. Und er hat mal ein Video gedreht, irgendwie. Das günstigste Hotel der Welt und das teuerste Hotel der Welt und das günstigste war irgendwie für $1 und das war hier. Ja, das war $1 die Nacht. $1 die Nacht, ja. Da schläft man sozusagen in der Lobby. Im Gang. Sonnenuntergang gucken, Sonnenuntergang gucken. duschen, ins Bett. Ah nee, das Essen. Naja.
The Pink City, Jaipur, die Hauptstadt Rajasthans. Dreckig, laut, hektisch und gleichzeitig doch so faszinierend. Typisch indisch also. Mit über 3 Millionen Einwohnern repräsentiert sie Rajasthan in seiner ganzen Pracht, in seiner Vielfalt, seiner Buntheit, seinen Kontrasten zwischen Arm und Reich, zwischen Prunk und Elend. Paläste und Festungen, Kultur und Geschichte inmitten des geballten Chaos einer indischen Metropole. Es gibt so viele Sehenswürdigkeiten, dass man locker einen ganzen Urlaub einplanen könnte, nur um sie abzuklappern. Aber vermeintliche Highlights abhaken ist nicht der Grund, warum wir durch die Welt ziehen. Und so bereuten wir recht schnell, dass wir unsere Zeit in Jaipur mit Sightseeing verschwendeten. Wir sind hier gerade am Amber Fort. Das ist so die Sehenswürdigkeit schlechthin, würde ich sagen, in Jaipur. Und ist halt wieder so eine riesengroße Festung. Und ich glaube, die drittlängste Mauer der Welt. Wir sind hier so im Eingangsbereich sozusagen. Und wissen gerade nicht so ganz genau, ob wir jetzt reingehen sollen oder nicht. Und deshalb werfen wir mal eine Münze. Kopf oder Zahl? Kopf, wir gehen rein, Zahl, wir gehen nicht rein. Okay. Zahl. Das heißt? Wir gehen nicht rein. Vielleicht ist es auch eine gute Entscheidung, wenn man jemanden sieht. Ist hier kaum was los. Den Zufall entscheiden lassen und deswegen bin ich in den Amber Palace gegangen. Dafür sind wir hier der Mauer gefolgt und sind jetzt hier. Hier sieht es auf jeden Fall, hier hat man unfassbar schöne Aussichten. Und ja, wir gehen jetzt hier ein bisschen der Mauer entlang und gucken uns die Aussichten an und dann geht's zurück. Wir sind jetzt fast seit 12 Stunden im Bus. Wir haben Jaipur verlassen und auch Rajasthan verlassen. Wir befinden uns mittlerweile in einem anderen Bundesstaat und sind gerade auf dem Weg nach Rishikesh. Neues Kapitel startet. Wir haben auch noch viel zu planen jetzt, wie es nach Indien weitergeht, weil die Grenzsituationen kompliziert sind. Steht noch nichts fest. Steht noch nichts fest, wir wissen noch nicht genau, wie wir unsere Reise Richtung Deutschland fortsetzen sollen. Also wir wollen auf jeden Fall Zentralasien bereisen, wir wissen nur nicht genau wie, beziehungsweise wie wir aus Indien auch rauskommen, ohne zu fliegen. Eigentlich wäre ich dafür, das vorher mal zu sortieren. Welche Sticker fangen wir an? Das ist der Dings,
Stuart Highway. Ich mach den. Welchen? Ja. Ich mach den so schräg. Echt? Ja. Soll er überlappen? Nächstes klebe ich Bali auf. So unsere richtige Weltreise begonnen, ne? Ja. Ja, das war doch bestimmt einer der ersten Sticker. Ja, der ja, auf der jeden Amsterdam-Sticker war der erste und das war der zweite bestimmt. Ja, stimmt. In Amsterdam sind wir losgeflogen nach Bali. Denkst du generell so viel an die Reise zurück? Im Moment hat man irgendwie so viele andere Sachen im Kopf und auf der To-Do-Liste. Irgendwie jeden Tag kommen neue Sachen. Ich habe noch nicht richtig noch nicht Zeit, so die Reise zu verarbeiten. Irgendwie beginnt gerade eine neue Reise, worauf der Fokus ist. Bist du noch oft zurück an die Reise? Ja, schwer zu sagen. Manchmal schon.